Und deshalb wollen wir auch wieder nach Washington schauen zu Jan-Philipp Burkhardt. Jan-Philipp, ja, du hast ja auch in Washington gelebt. Du kennst die Spritpreise, also in den Vereinigten Staaten. Was würde denn ein Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit tatsächlich auch noch bewirken können? Geht das dann wieder zurück oder ist das nur so eine Nebelkerze, die da jetzt auch gezündet wird? Naja, das wird sich zeigen. Natürlich kann auch Trump keine Wunder bewirken. Aber Fakt ist, die Leute vertrauen ihm. Die Leute glauben, dass er Wirtschaftskompetenz hat. Das geben alle Zahlen her. Und ich war auch hier viel im Land unterwegs in diesem Jahr, schon in South Carolina etwa. Habe da einen Werkstattbesitzer gesprochen. Und der hat mir erzählt, im Grunde sei Amerika wie ein altes Auto, was noch schön ist, was grundsätzlich noch gut funktionieren kann, was aber mal wieder auf Vordermann gebracht werden muss. Und dieserjenige, der das kann, das sei Donald Trump. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben als sprachliches Bild. Und ich will jetzt mal einen Amerikaner fragen, wie der das Ganze sieht. Eric Kirschbaum von der Los Angeles Times. Eric, glaubst du, dass Trump seine zahlreichen Versprechen denn in die Tat umsetzen könnte? Nein, ganz wenig. Und er erzählt jeden Tag Lügen und Legenden auch. Aber Trump ist wirklich ein Phänomen, wie du gesagt hast. Und der hat so ein Selbstvertrauen, der strahlt so viel Charisma aus, ist ein Jahrhunderttalent auf der politischen Bühne in Amerika. Und seine Anhänger lieben ihn. Wir erinnern, vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren war er ziemlich am Boden und dann kam die ganze Anklage gegen ihn. Und man denkt, ach, dann ist er wirklich weg vom Fenster. Nein, das Gegenteil ist passiert. Diese Anklage haben seinen Anhänger mobilisiert. Die haben gedacht, er hat gesagt immer, die kommen für euch und die müssen über mich gehen. Und das hat die Leute wirklich fasziniert und elektrisiert. Und die glauben, was Trump sagt. Die glauben alles, was er sagt. Er hat einmal berühmterweise gesagt, ich könnte jemanden auf Fifth Avenue erschießen und ich werde dann nicht ins Gefängnis gehen. Und irgendwie stimmt das. Und man sieht das, 34 Anklage gegen ihn. Er ist aber nicht weit entfernt von dem Gefängnis. Aber du hast vorhin gesagt, er verspricht viel, aber hält wenig. Aber vor 4 Jahren war ja offensichtlich die Lage hier in den USA noch besser. Die Wirtschaft stand besser da, die Preise waren um 20% niedriger, die Börse hat geboomt. Und wenn Corona nicht passiert wäre, wäre er doch vermutlich wiedergewählt worden, oder? Die Arbeitslosigkeit war niedrig. Absolut, wahrscheinlich. Die USA lief ganz gut. Er hat wirklich eine Wiederwahl wahrscheinlich in Sicht. Dann kam Corona, hat auch viel Fehler mit Corona gemacht, aber auch vieles richtig gemacht. Er hat diesen Impfstoff mit $12 Milliarden die Forschung gemacht. Die ganze Welt hat Corona viel kürzer gehabt, dank Donald Trump. Er hat auch viele Versprechungen Israel gegenüber eingehalten. Zum Beispiel der Botschaft hat er nach Jerusalem gezogen. Viele amerikanische Präsidenten haben das versprochen. Donald Trump hat das versprochen und dann eingesetzt. So er hält schon einige Versprechungen ein und das lieben seine Anhänger auch. Kannst du verstehen, dass viele Deutsche ihn so kritisch sehen? Ja, ich glaube, die Deutschen, die verstehen Amerika nicht. Das ist das Problem. Die Amerikaner ticken ganz anders als die Deutschen und die verstehen nicht sein Appeal, vor allem sein Erfolg als Geschäftsmann. Das bewundern die Amerikaner. Die finden das toll, dass er so viel Geld hat und die wollen auch ein bisschen wie er. In Deutschland, wenn man viel Geld hat, muss man das verstecken, muss man das verstecken. Carsten ist überrascht, dass es 29 Milliardär gibt in dem Wahlkreis, aber das finden die Leute in dem Wahlkreis toll, dass es so ein Reicher ist. Deutschland ist wirklich einfach anders als Amerika und das ist das Problem, warum viele Deutsche Trump nicht mögen, weil die ihn nicht verstehen. Die verstehen nicht diese amerikanische Erfolgsgeschichte, die viele Leute in Amerika ansieht. Und was viele Deutsche auch nicht verstehen, ist, dass er ja selbst bei Minderheiten punktet. Ich habe zum Beispiel hier einen schwarzen Pfarrer kennengelernt in South Carolina, der mir erzählt hat, er würde Trump unterstützen, obwohl er früher immer Demokrat war, zweimal für Obama gestimmt hat. Aber er hatte das Gefühl, dass viele Schwarze ungerecht behandelt werden in den USA und dass Trump auch immer ungerecht behandelt wird von den Medien, von den Demokraten. Und deswegen hat er sich mit dem identifiziert. Das ist doch erstaunlich, oder? Ja, es ist erstaunlich, aber Trump ist ein Vorbild für Leute, die denken, dass er das geschafft hat mit ganz wenig Geld. Er hat viel Geld von seinem Vater geerbt, aber nicht nichtsdestotrotz hat er daraus Milliarden gemacht. Er ging von Queens nach Manhattan. Der ist für viele Leute eine Erfolgsgeschichte und die wollen das auch. Das ist Amerika. Du kennst ja jetzt beide Welten. Du kennst die USA, du kennst aber auch Deutschland. Hat es vielleicht damit zu tun, dass Deutsche auch so ein bisschen neidisch sind und Leuten den Erfolg nicht gönnen, während hier Erfolg gefeiert wird? Absolut. Der Neid in Deutschland ist wirklich ein großes Problem. In Amerika ist man stolz und froh zu sagen, wie viel ich verdiene und so. In Deutschland ist das immer versteckt und vertuscht. Und in Amerika ist man einfach stolz und froh, wenn man das geschafft hat wie Donald Trump. Und für viele Leute, die auch wenig Geld haben, die wollen wie Donald Trump sein. Du hast eben ja auch schon die zahlreichen Skandale angesprochen, die Trump überlebt hat, die Gerichtsverfahren, die Verurteilungen sogar. Und alles wird ihm verziehen.
Haben Amerikaner vielleicht auch die Tendenz, wenn jemand super erfolgreich ist, ihm dann auch mehr durchgehen zu lassen? Ich weiß nicht. Donald Trump ist wirklich ein einmaliges Phänomen. Normalerweise, was Donald Trump gemacht hat, jeder andere Politiker wäre wirklich weg vom Fenster. Ich habe auch gedacht, viele seiner Probleme würde das Ende von Donald Trump, wie viele Leute, aber er überlebt das. Der hat nicht nur 9 Leben, der hat 900 Leben. Der kann fast jeden Skandal überleben. Und der beherrscht seine Partei wie kaum eine andere.